los geht's. Waren sehr schön eigentlich, aber durch den Zusammenprall im ersten Training auch ein bisschen schmerzhaft, weil ich eben eine Gehirnerschütterung hatte. Aber sonst war es super, wurde super aufgenommen von der Mannschaft. War für mich sehr schön auch. Also ich war jetzt 2,5 Jahre dort. Ist natürlich vom Wetter her ein bisschen kälter als Deutschland. Aber trotzdem war das eine gute Erfahrung für mich, eine schöne Zeit. Haben leider keine Titel holen können, aber trotzdem für mich, für die Persönlichkeit hat es auch was gebracht. Von daher bin ich froh, dass ich dort war. Grätschen sind für mich eigentlich wichtig, weil ich eben in der Innenverteidigung spiele, aber auch gefährlich, weil wenn es schief läuft, kann es einen Freistoß oder einen Elfmeter geben. Von daher versuche ich es eigentlich wegzulassen. Trotzdem muss man auch mal immer wieder die Grätsche auspacken. Meine Lieblingsposition ist die Innenverteidigung. Ich habe eigentlich als Stürmer angefangen. Dann war ich Mittelfeldspieler und irgendwann in der B-Jugend, glaube ich, war ich dann Innenverteidiger und seit da spiele ich in der Innenverteidigung und ich denke, das ist die perfekte Position für mich. Torhüter, nee, also bis dahin ist nicht gekommen. Wie gesagt, als Stürmer angefangen bis zur Abwehr zurück, aber als Torhüter. Einen Laptop habe ich eigentlich dabei, weil ich gerne Filme anschaue und dadurch irgendwie die Zeit dann vertreiben kann. Ist für mich sehr wichtig, weil eben meine Eltern aus der Türkei kommen. Ich bin zwar hier in Deutschland geboren und aufgewachsen, aber trotzdem leben sehr viele Verwandten in der Türkei und ich bin eigentlich auch jedes Jahr einmal in der Türkei, weil es eben auch ein sehr schönes Land ist. Oh, ist, denke ich, sehr schwer. Also ich habe viele Spiele vom FC Bayern München auch schon angeschaut gehabt, als ich in Russland gespielt habe. Da habe ich ja auch schon gesehen, dass der Douglas sehr schnell ist und ich denke, vielleicht der schnellste Spieler in der Bundesliga in den ersten 5 bis 10 Metern. Da muss man sich eben clever anstellen als Abwehrspieler. Ja, bei solchen Gegenspielern sollte man, denke ich, ab und zu auch mal die Grätsche auspacken. Also ich liebe Mante, heißt es. Das ist so eine türkische Spezialität. Das sind eigentlich Maultaschen, ein bisschen kleiner. Und die sind eben mit Hackfleisch befüllt. Und wenn sie dann meine Mutter macht, dann kann ich davon nie genug kriegen. Bayerisch ist schon ein bisschen schwerer, denke ich. So habe schon ein paar Sätze da mitbekommen jetzt in den letzten Tagen. Da habe ich mich schon gefragt, was hat er da gemeint jetzt? Aber Russisch ist, denke ich, nochmal eine Stufe höher. Obwohl ich es versucht habe zu lernen, war es eben nicht einfach, weil es auch vom Alphabet her ganz schwer ist. Ja, die Musik in der Kabine ist ja gerade eher ein bisschen französisch oder brasilianisch, weil eben entweder Ribéry seine iPod auspackt oder Rafinha. Aber ist ganz okay, denke ich, ist eine lässige Musik. Wie gesagt, ich war ja noch kein Torwart, vielleicht als Torwart. Nee, Spaß beiseite. Also ich fühle mich in der Innenverteidigung sehr gut, aber ich merke es ja jetzt auch schon in den letzten Wochen, dass man eben variabel sein muss, dass man auch mal vielleicht nicht auf der Position spielt, sondern auch auf anderen Positionen Stärken hat, was der Trainer dann sieht. Vielleicht setzt er mich als Torwart mal ein. Ganz klar Sonne eigentlich. Im Winter versuche ich eben nicht Ski zu fahren oder irgendwo hinzugehen auf die Berge, sondern irgendwo am Strand zu sein. Vielleicht mal kochen. Also ich denke, ich liebe es zu essen, aber kochen kann ich eigentlich gar nicht. Und wenn ich da ein paar Sachen machen könnte, dann wäre das, denke ich, nicht schlecht. Mante, ja, also da habe ich schon meine Mutter, als ich ein bisschen jünger war, ein paar Mal geholfen, aber da hat sie gesagt, ja, geh lieber und warte, bis das Essen fertig ist. Nein, Gott sei Dank noch nicht. Also ich hoffe, dass es auch nicht kommt. Also ich habe hier schon auch gehört, dass er
immer wieder für so Späßchen Gutes.